Abraham im Koran und in der Bibel. Ähnlichkeiten und Unterschiede. Erstens, Abstammung und Glaube. Im ersten Buch der Tora, in Genesis, lesen wir von Abrahams Geschichte ab Kapitel 11 bis Kapitel 25. Dort erfahren wir, dass Abraham Terachs Sohn ist und in Ur im heutigen Irak aufgewachsen ist. Gott hat ihm viele Nachkommen und Land versprochen und Abraham glaubte ihm. Der Koran spricht davon, dass Abraham zuerst die Sterne anbetete. Als die Sterne verschwanden, wählte er den Mond. Als der Mond verschwand, wählte er die Sonne, und als auch diese verschwand, wählte er den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat die Sonne angebetet am Anfang. Hat nicht geklappt. Er sagt, die Sonne kann nicht mein Gott sein. Hat das Feuer angebetet. Hat auch nicht funktioniert. Diese spirituelle Suche von Abraham finden wir ähnlich in Schriften außerhalb der Bibel. Alle geschrieben um das 1. bis zum 2. Jahrhundert, also einige Jahrhunderte vor dem Koran. Im Koran wird Abraham ein Hanif genannt, ein Gottgläubiger. So wie Mohammed sich selbst auch als Hanif verstanden hat, bevor ihm der Engel in der Höhle begegnet ist. Im Koran hat Abraham die Kaaba gegründet. Von Ägypten ist er nach Mekka gegangen. Er hat die Kaaba gebaut. Ja? In beiden Büchern wird Abraham als ein Freund von Allah bzw. als Freund Gottes bezeichnet. Zweitens, Sarah und die Versprechen Gottes. In der Bibel beginnt die Geschichte mit Abraham, dem Gott ein bestimmtes Land verspricht. Abraham soll ein Segen für alle Völker werden. Abraham, Sarai und Lots Familie reisen nach Ägypten. Die Geschichten mit Lot, Sodom und Gomorra besprechen wir in einem anderen Video. Gott wiederholt seine Verheißung an Abraham und er verspricht ihm einen Sohn, eine unzählige Nachkommenschaft und Land. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Er gibt ihm einen neuen Namen. Abraham, Vater vieler Völker. Hier befiehlt Gott auch die Beschneidung der männlichen Nachfahren. Die Tora zeigt uns weitere Einzelheiten auf, zum Beispiel die Ortschaften, die von Abraham und Sarah bereist wurden, sowie die Altäre, die Abraham gebaut hat. Beschrieben werden auch die Treffen mit dem Priester Melchisedek oder mit dem König Abimelech. Abraham zeugt mit Hagar Ismael und Gott schließt einen weiteren Bund mit Abraham. Mit fast 100 Jahren bekommt Abraham einen Sohn mit Sarah, Isaak. Anschließend geht Abraham auf den Berg Moria, um seinen Sohn zu opfern. Und bevor er es tut, schickt Gott einen Widder, den er stattdessen opfern soll. Das wird auch im Koran angedeutet in Sure 37 und in Sure 2. Wobei im Koran weder der Name des Sohnes noch der Ort genannt wird. Man Ismail, der ist ja der Großvater der Muslime und Ishak der Großvater von Christen und Juden, so wird ja gesagt. Über das Opfer, manche sagen, das ist ja mit Ishak passiert und manche sagen ja mit Ismail, das wissen wir ja gar nicht. Also ich weiß ja auch selbst nicht. In der Tora lesen wir auch, wie es mit Abraham und Sarah weitergeht. Sarah stirbt in Hebron und Abraham heiratet Ketura, zeugt weitere Kinder mit ihr und wird nach seinem Tod auch in Hebron bestattet. Drittens, Abrahams Streit mit seinem Vater. Im Koran bittet Abraham um Vergebung für die Sünden seines Vaters, weil Abraham es seinem Vater versprochen hatte. Öfters wird im Koran beschrieben, wie Abraham mit seinem Vater gestritten hat und ihn überzeugen wollte, die Götzen aufzugeben. Das finden wir ähnlich in dem Buch der Jubiläen oder in der Apokalypse des Abraham. Dann erzählt der Koran darüber, dass Abraham die Götzen seines Vaters erschlägt. Das finden wir auch in der Apokalypse Abrahams aus dem 1. Jahrhundert oder in Genesis Rabbah und in einigen anderen Schriften, die einige Jahrhunderte vor dem Koran geschrieben wurden. Und die Leute haben damals für die Figuren gebetet und als die Leute weg waren, dann kam Abraham mit einem Instrument und dann hat er diese Figuren kaputt gemacht. Und als die Leute zurückkamen, dann haben die gefragt, wer das gemacht hat. Und dann hat Abraham gesagt, ja guck, die haben so ein Instrument und die haben ja sich kaputt gemacht. Und dann haben sie danach erfahren, dass Abraham das gemacht hat, dann haben sie ins Feuer reingeschmissen. Laut Koran wurde Abraham einmal in den Feuerofen geworfen. Diese Geschichte findet sich auch im babylonischen Talmud, in Genesis Rabbah und in Levitikus Rabbah, alle um das Jahr 500 geschrieben, also vor der Niederschrift des Korans. Abraham streitet auch mit dem König und fordert ihn auf, die Sonne vom Osten nach Westen aufgehen zu lassen. Viertens, Streit mit den Leuten seiner Zeit. Vor allen Menschen gesagt hat, es gibt nur einen Gott und der ist im Himmel. Da wollten sein Dorf, wo er gelebt hat, das war im damaligen, also jetzt in Irak, wollten sie ihn in Feuer werfen. Abrahams Streit mit den Leuten seiner Zeit ist sehr oft im Koran zu finden, aber weder in der Bibel noch in anderen jüdischen oder christlichen Schriften. Abraham streitet mit seinen Leuten sehr ähnlich, wie Mohammed mit seinen Leuten gestritten hat. So sagt Abraham in Sure 6: Wollt ihr mit mir über Allah streiten? Und Mohammed sagt ganz ähnlich in Sure 2: Wollt ihr mit uns über Allah streiten? Abraham sagt in Sure 6: Er, Allah, hat mich doch rechts geleitet.
Mohammed sagt zu seinen Leuten in Sure 6, mein Herr hat mich auf einen geraden Weg geführt. Abraham sagt in Sure 60, wir sind unschuldig an euch und an dem, was ihr an Gottes Statt verehrt. ähnlich sagt Mohammed in Sure 6, ich bin unschuldig an dem, was ihr beigesellt. laut Koran betet Abraham dafür, dass er und seine Nachkommen das Gebet verrichten. 5. Schwerpunkte, die Muslime und Christen setzen. Man sagt zu ihnen, er ist der Vater aller Propheten, aller Vater der Gläubigen, weil von ihm stammen ja die meisten Religionen. Im Islam wird betont, dass Abraham der Vater aller Propheten ist. Er war weder ein Christ noch ein Jude, sondern ein Gottgläubiger, ein Hanif, wie Mohammed. Jährlich wird das islamische Opferfest gefeiert, weil Abraham den Glaubenstest bestanden hat. Er war gehorsam und wollte Gott seinen Sohn opfern. Auch im Injil wird Abrahams Gehorsam und Glauben gelobt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wie sollte Abraham Gottes Versprechen, ein Vater vieler Völker zu werden, mit seinen eigenen Möglichkeiten auch erreichen? Abraham war schon fast 100 Jahre alt und seine Frau 90 Jahre. Aber Abraham glaubte, dass Gott nichts unmöglich ist. Er vertraute auf Gottes Reden, auf seine Worte. Und Gott rechnete Abraham dessen Glauben als Gerechtigkeit an. So ist Abraham Vorbild des Glaubens für alle, die Gott gefallen wollen. Sie vertrauen nicht auf das, was sie selbst tun können, sondern auf Gottes Handeln. Hast du etwas Neues dazugelernt? Dann hinterlass uns einen Kommentar. Wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, kannst du uns gerne abonnieren.